Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Ryobi RRS18 Akkusäbelsäge an. Das ist die relativ starke Akkusäbelsäge von Ryobi, definitiv optisch und haptisch wirklich positiv überrascht, und ich finde wirklich, dass die ganz gut ist. Da Sägeblatt wechseln, einfach nach oben klappen, einsetzen, wieder zuklappen lassen, dann die Aufnahme ist ganz normal, also es gibt keinen rechten Winkel oder sowas, dass man das um 90 Grad dreht, leider nicht, aber An-Aus-Sicherung, nicht wie bei anderen Herstellern, wo man das halten muss, sondern einfach einmal an und dann ist immer an und aus, und 3400 Hübe pro Minute im Leerlauf, definitiv hoch. 95 dB ist relativ leise, das ist wirklich positiv zu bemerken, sehr leise, und das Gewicht ist auch positiv, mit nur 1,67 Kilo ist es definitiv eine relativ leichte Akkusäbelsäge, und das wird auch der Grund sein, wenn wir zum nächsten Punkt kommen, zu den Vibrationen, weil sie hat relativ viel Leistung, relativ leicht ist sie. Das führt höchstwahrscheinlich, muss es führen zu höheren Vibrationen, und das ist ein großer Nachteil bei der, weil das sind wirklich fast die höchsten Werte, die ich gemessen habe bis jetzt, und das ist nicht gut. Das merkt man beim Schneiden, das merkt man bei allem. Ich muss sagen, nach den ganzen Tests von den Säbelsägen habe ich schon ein bisschen Schmerzen gehabt im Unterarm, unten beim Handgelenk. Das hat schon sehr wehgetan nachher, weil ich ja relativ viel gesägt habe an dem Tag, und die viel vibrieren, und natürlich, wenn man es nicht gewöhnt ist, dann ist natürlich das schnell überlastet. Aber ja, das sind wirklich fast die höchsten Werte, die ich bis jetzt gemessen habe. Definitiv, wenn er ein bisschen was schneidet oder dünnere Sachen, habe ich die großen Balken geschnitten, 10x12 oder sogar 24x10, und da ist natürlich die Vibrationen sind höher, je größer das auch ist und je schlechter eingespannt das natürlich ist. Aber natürlich hängen die Vibrationen am meisten von der Säbelsäge selbst ab, und bei der Ryobi sind sie leider relativ hoch, aber sonst gibt es wirklich nichts Negatives auszusetzen, gar nichts. Kommen wir nun zu den Schneidetests. Kommen wir nun zur Leistung. Wie ich verschieden getestet habe, ich habe ja die alten Bosch Kapit Säbelsägeblätter noch, die haben gut gehalten, muss ich sagen, wirklich gut. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele Schnitte sie geschafft haben, aber definitiv
40, 50 Holzschnitte in 12x100 sicher, aber in Zukunft werde ich es aufschreiben. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, was ich mir für Säbelsegelbretter holen soll. Ob ich mal wieder Carbid hole, ob ich mal wieder die gleichen hole, dann, weil es ist ja irgendwie schwierig, oder ob ich mal normale Bimetall hole und für jede Säbelsäge neue verwende. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt in Zukunft machen werde, aber Leistung hat sie definitiv ohne Ende, definitiv ungefähr auf 1828 Niveau, nicht auf 367 Niveau, von dem ist sie weit weg, aber da 1828 und Flex RS 25 EC, da ist sie ungefähr, und das ist auf jeden Fall sehr gut. Lautstärke mit 95 Dezibel, das ist wirklich, will nicht sagen ein Genuss, weil das ist unglaublich laut, aber es ist einfach schön, eine leise Säbelsäge zu haben. Auch bei der Handhabung, beim Gewicht muss ich sagen, ich habe es einfach gerne in der Hand, wenn sie nicht an ist, weil wenn sie an ist, kommen wir dann zum nächsten Thema Vibrationen, aber wenn sie nicht an ist, habe ich sie gerne in der Hand. 1670 Gramm ist unglaublich leicht für die Leistung, unglaublich gut, unglaublich leicht für die Leistung, das gefällt mir, und ja, es ist wirklich vom Gewicht super, also man hat sie gerne in der Hand, das ist einfach fein, leicht, super leicht. Aber kommen wir nun zum Thema Vibration, das ist ein anderes Thema. Am Anfang, wo ich die Einheit getestet habe, habe ich mir gedacht, ja, das geht eigentlich von der Vibration, aber wo ich jetzt das nachgemessen habe, ist mir wirklich, ja, war ich geschockt, weil das ist wirklich, das sind Werte jenseits von Gut und Böse, weil das ist wirklich übertrieben, auch Ryobi ist da auf dem Niveau, ihr seht ja, was die Flex RS 25 macht, was die AEG, die kompakte macht, was, ja, unglaublich, oder die AEG, die ganz starke, die BOS 18 BL2, das ist eine Leistung, der hat Leistung ohne Ende und vibriert im Vergleich kaum. Was ich sagen will, wer wirklich wenig schneidet, der kann die Vibrationen überleben, wer viel schneidet, sollte sich lieber eine von den oberen holen, oder natürlich eine ganz andere, die ich nicht getestet habe. Aber kommen wir nun zu den Preisen. Ich bin ja großer Fan von Preis-Leistung, und die Ryobi ist definitiv eine sehr gute Preis-Leistungs-Säbelsäge, weil man da einfach alles hat, was man braucht. Man hat ein angenehmes Gewicht, es ist relativ leise, es ist relativ leistungsstark, und das ist, was man als Hobby-Heimwerker braucht. Vibrationen, würde ich sagen, ist ein Thema, kann man sich Gedanken drüber machen, wenn man aber nur pro Jahr, keine Ahnung, eine halbe Stunde schneidet, oder weiß ja nicht was, jeden Tag. Das ist ja wichtig zu wissen, je mehr man schneidet, desto mehr sollte man investieren, und desto mehr sollte man auf die Vibration achten. So ist vielleicht Leistung auch gut, weil man will ein bisschen schneller fertig werden und man will nicht ewig umsägen. Also ich würde sagen, definitiv Preis-Leistung ist sie wirklich sehr, sehr gut, und ich kann sie jedem empfehlen, der sie nicht sehr regelmäßig einsetzt. Alle Säbelsägen sind unten verlinkt. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, verwendet es unten den Amazon-Link, bestellt so irgendwas. Damit würde es mich mega unterstützen. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Vielen lieben Dank für jeden, der schaut. Vielen lieben Dank für jeden, der Daumen nach oben gibt, einen Kommentar ablässt, Abo und was. Servus, danke und ciao.